How do you do, Mr. Beale? I must make my witness. Sure thing, Mr. Beale. Der letzte Tropfen hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Es ist Zeit, ein Statement abzugeben. Uns wird vieles vorgeworfen. So sollen wir einen Generationenkonflikt heraufbeschwören, wo es doch keinen gäbe. Ich sage, es gibt ihn. Die Generationen vor uns haben auf unsere Kosten gelebt. Schulden über Schulden, soweit das Auge reicht. Das Ökosystem zerstört, die Ressourcen ausgebeutet. Mehr Menschen denn je hungern auf dieser Welt. Mehr Menschen denn je verhungern auf dieser Welt. Mehr Menschen denn je leiden unter Wassermangel auf dieser Welt. Mehr Menschen denn je sterben aufgrund verunreinigten Trinkwassers. Die Jungen sollen funktionieren. Sie sollen arbeiten, härter als ihre Eltern. Sie sollen arbeiten, länger als ihre Eltern. Sie sollen sparen, mehr als ihre Eltern. Sie sollen vorsorgen, in größerem Maße als ihre Eltern. Studenten studieren auf Pump. Viele steigen hochverschuldet in das Berufsleben ein. Sie haben Glück, wenn sie einen Arbeitsplatz bekommen. Sind sie arbeitslos oder gar Hartz IV, sind sie faul und der Rentner blickt verachtungsvoll auf sie hernieder. Der Auszubildende hat täglich Angst, einen Fehler zu machen. Es warten doch hunderte andere nur darauf, dass sein Platz frei wird. Gleiches gilt für die meisten Arbeitnehmer. In den deutschen Großstädten unzählige Obdachlose. Im Fernsehen ein Spendenaufruf für unterdrückte Frauen in einem Land, das sich nicht mal auf der Landkarte finden könnte. Was mit den verhungernden Männern in jedem Land geschieht, erfahre ich nicht. Deutschland macht mehr Schulden in einem Jahr als in den 10 Jahren zuvor. Der Kommentator im Fernsehen schwärmt von den aufblühenden guten Stimmungen in der deutschen Wirtschaft. Das Licht am Ende des Tunnels sei deutlich sichtbar. Politiker loben das Volk, weil es in der Krise so ruhig bliebe. Ich denke mir, Resignation. Unsere Väter und Mütter, Großväter und Großmütter haben uns verraten. Sie haben den Bauernfängern geglaubt und sie sogar gewählt. Das entschuldigt nichts. Aber es hat ihnen nicht gereicht, uns Jungen zu deklassieren. Nein, wir sind ihnen suspekt geworden. Man spricht von einem rechtsfreien Raum Internet, den es nie gegeben hat. Man diskutiert das Verbot von Killerspielen. Eigens dafür hat man dieses Wort geprägt. Neutralität und Sachlichkeit sind nicht gefragt. Paintball und Gotcha müssen verboten werden. Überhaupt ist Verbieten eine tolle Sache. All das ist schrecklich, sehr betrüblich, aber man konnte sich noch einbilden, irgendwann könne sich doch etwas ändern. Bis vor kurzem. Historisches Datum 18. Juni 2009, 21. Jahrhundert. Deutschland beschließt rund 64 Jahre nach Kriegsende das moderne Ermächtigungsgesetz und schafft die Gewaltenteilung ab. Der Vorwand Bekämpfung von Kinderpornografie ist leicht zu durchschauen, aber keiner der Alten muckt auf. Keiner kommt unserer dahinsiechenden Demokratie zur Hilfe. Politiker beschimpfen Internetnutzer, die gegen die Schaffung einer Zensurbehörde sind, als Pädophile. Niemand schreit auf. Keine Empörung geht durchs Land. Sind doch nur die Jungen. Ich habe mit mir gehadert, lange. Jetzt muss ich aber eines deutlich sagen. Ich betrachte all die Diskussionen und Maßnahmen der letzten Zeit, die insbesondere meine Generation betreffen, sowie den offensichtlich egoistischen Anspruch, der sich in der Ausbeutung der Natur und Zerstörung dieser zeigt, der jetzigen und baldigen Rentnergeneration, als unumwundene Kriegserklärung an mich und meine Generation. Ich fühle mich daher verpflichtet, meinen Standpunkt deutlich zu machen. In meiner Hand halte ich das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung, unser Grundgesetz. Ich lege meine Hand auf das Grundgesetz. Jeder soll das hören. Ich schwöre feierlich, solange ich lebe, meine Stimme niemals einer der Verräterparteien, namentlich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union zu geben. Ich rufe alle Menschen, die wie ich denken, dazu auf, den Schwur für sich selbst abzulegen. Es wäre wohl erst wirksam, wenn tausende junge Menschen diesen Schwur vor dem Brandenburger Tor ablegten. Ab jetzt herrscht Krieg. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad.
They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many stations does this go out? You've got to get mad. 67. I know it goes to Louisville and Atlanta. I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Who are you talking to, Herb? CGG, Atlanta. Are they yelling in Atlanta, Herb? Are they yelling in Atlanta, Ted? But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. They're yelling in Baton Rouge. Get up out of your chair. Son of a bitch! We struck the mother lode! Stick your head out of the window, open it, and stick your head out and keep yelling and yell, I'm as mad as hell. I'm not going to take this anymore. Just get up from your chairs right now. Go to Where the you window. going? I wanna see if Everybody anybody's just go yelling. to the window, open it, and stick your head out and yell and keep yelling. I'm mad as hell! I'm not going to take this anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not going to take it anymore! I'm mad as hell and I'm not gonna I'm not going to take it anymore! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! Sie sollten nun im Hintergrund einen Ausschnitt aus Marilyn Mansons Kinderfeld vom Album Antichrist Superstar hören. So eine Musik will diesen Ausschnitt ungehört wissen. Die relevante Textzeile ist: This is what you should fear. You are what you should fear. This is what you should fear. You are what you should fear. This is what you should fear. You are what you should fear. This is what you should fear. You are what you should fear. This is what you should fear. You are what you should fear. This is what you should fear. You are what you should fear.